Bereits in wenigen Tagen steht uns endlich der Early Access Release von Pioneers of Pagonia ins Haus. Da man bei Envision Entertainment mit komplett offenen Karten spielt und sie sich ihrer Sache offensichtlich auch sehr sicher sind, werdet ihr aber bereits deutlich vor Release umfassend und transparent zu allen Dingen informiert werden, weswegen ich mich auch für euch ein bisschen durch das Feedback der Beta-Tester gelesen habe und die relevanten Punkte in diesem Video für euch zusammengefasst habe. Die Zeitschiene. Pioneers of Pagonia erscheint am 13.12.2023 zunächst exklusiv auf Steam für super faire 29,99 €. Für euch relevant ist aber auch, dass das Presseembargo bereits am Donnerstag, den 7.12. um 18 Uhr fallen wird. Zu diesem Zeitpunkt werdet ihr dann wahrscheinlich bereits mit den ersten Reviews zum Titel überschwemmt werden, die ihr aber bitte alle mit Vorsicht genießen solltet. Denn da die Vorabversionen erst am 5.12. zur Verfügung gestellt werden, reicht die Zeit nicht, um so ein Spiel seriös zu testen und vor allem dann noch ein brauchbares Video dazu zu erstellen. Von mir werdet ihr daher mit dem Fall des Embargos auch noch keinen fertigen Test bekommen, sondern so gut es geht mit einem ersten Eindruck versorgt, der sich vor allem auf Dinge konzentrieren wird, die wir aus der Demo noch nicht kennen, also Handel, Gegner, Kämpfen, Quests und neutrale Fraktionen. Des Weiteren werde ich natürlich pünktlich am 7.12. um 18 Uhr für euch auf Twitch live sein, um dann ungefiltert mit euch ins Spiel reinzuzocken und nach Möglichkeiten alle Fragen zu beantworten. Meine ernst gemeinte Review könnt ihr dann aber noch kurz vor Release, also am 12.12. erwarten. Währenddessen arbeitet man bei Envision mit einem kleinen Teil der Community im Beta-Build am finalen Produkt. So hat diese, was immer ganz vorbildlich transparent über den Pioneers Discord kommuniziert wird, bereits 5 größere Updates erhalten. Neben diversen Bugfixes wurde so viel im Bereich Grafik und Animation gemacht. Es wurde die Beleuchtung optimiert, Wasser schöner gerendert und die Animation der Pagonia verfeinert. Obendrauf gab es mit dem fortschrittlichen Soldaten eine neue Einheit, viel Liebe für Banditen und Diebe, die nun auch weniger wertvolle Waren direkt aus der Wirtschaft stehlen, und eine Fluchtmechanik, die eure Träger in Sicherheit rennen lässt, wenn diese in Sichtkontakt zu feindlichen Einheiten geraten. Auch zum Thema Kampfkraft gibt es ein Update. So ist diese also von Reichtum der eigenen Siedlung abhängig, was dem bekannten Einlagern von Schätzen aus der Demo nun einen Sinn gibt. Kupfermünzen haben dabei einen Wert von 1, wohingegen Silbermünzen mit 3 bewertet werden und ein lukratives Ziel für die eben schon angesprochenen Diebe und Banditen darstellen. Auf der Feedback-Seite der Beta-Tester lässt sich viel Lob, aber auch vereinzelt Kritik herauslesen. So scheinen zum Beispiel die immer neu prozedural generierten Inseln nicht immer perfekt zu sein, was im schlimmsten Fall dazu führt, dass sich eine Partie durch versperrte Wege nicht lösen lässt. Allerdings hat man auf Seiten Envision hier schon reagiert und Abhilfe versprochen, welche bis zum Release dann bereits behoben sein soll. Das Kampfsystem scheint hingegen fordernd zu sein und Quests die Langzeitmotivation wie versprochen deutlich zu erhöhen. In diesem Sinne, Pagonia-technisch bis zum 7.12. im ersten Pioneers-Stream auf Twitch oder meinem Ersteindruck zur Early Access Release-Version hier auf YouTube. Wenn am Ende alle Rädchen ineinander greifen, dürft ihr euch auf ein tolles Aufbauspiel freuen, welches speziell die Siedlerspieler ein Happy End in einem schwierigen Jahr bescheren könnte.